Franz war der Größte und wird es auch immer bleiben. Die Art und Weise, wie er als Sportler, als Mensch war, ist einzigartig. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dass Franz von uns gegangen wäre, wäre es einfach schön gewesen, alle auch wieder zu sehen. Aber man muss einfach sagen, das zeigt einfach, wie groß die Persönlichkeit, der Fußballer, der Mensch Franz Beckenbauer war. Ich habe ihn mal getroffen manchmal und dann hat er ganz kurz geredet über Fußball, aber hat immer intelligente Sachen erzählt. Und das habe ich immer im Kopf gehalten und das nütze ich jetzt noch immer bei meiner Mannschaft. Und das ist ja schön. Franz Beckenbauer hat einen riesen Einfluss auf mein Leben gehabt, auf meine Karriere gehabt. Und deswegen wollte ich hier sein, bin gekommen aus England, weil Franz Beckenbauer war einmalig. Als Spieler, als Trainer, als Botschafter für Deutschland. Auch immer, wo wir ihn gesehen haben in der Kabine, nach so einem Spiel, der hat immer so ein Leuchten in seinen Augen gehabt, er hat immer so gegrinst. Er war immer sympathisch. Und deswegen glaube ich, Franz war halt einmalig. Er war ein Wahnsinnsmensch und ja, ich glaube die größte Sportpersönlichkeit in Deutschland. Ich bin mit einem Freund von mir zum Fußball, der sich nicht so gut auskannte, der fragte mich dann, wer ist das denn da, der da so elegant läuft? Habe ich gesagt, das ist der mit dem Ball tanzt. Franz Beckenbauer läuft so, wie Nureyev tanzt. Franz ist die Basis, die Grundlage vom FC Bayern. Ne? Franz war ein Mensch, wo man mit sprechen könnte und man was fragen könnte auch. Und sowas verdient er auch. Und ich bin sehr stolz, dass ich auch eingeladen bin. Ja, Franz Beckenbauer ist die Lichtgestalt, das Idol von uns allen, mehrere Generationen, die ihn als Spieler, als Trainer, als Organisator der WM erlebt haben und als unglaublich freundlicher Mensch. Und er hat den deutschen Fußball geprägt, aber er hat auch den FC Bayern groß gemacht. Für München war er einfach auch ein Aushängeschild, für Deutschland war er Aushängeschild. Also der beste Botschafter, den wir aus dem Bereich Fußball jemals hatten. Der war auch ein großer Skifan, war auf einigen meiner Rennen, also auch auf großen Rennen, auch viele Erfolge miterlebt von mir. Zum Beispiel bei der Ski-WM in Garmisch oder in Schladming war er als Gast dabei und hat mich angefeuert. Und ja, es ist sehr ergreifend, sehr bewegend gewesen. Ich habe schon die ein oder andere Träne verdrücken müssen, aber ja, ein absolut würdiger Abschied. Immer unglaublich umgänglich, freundlich zu allen Menschen mit einem gewissen Charme. Wenn man mal dahinter geschaut hat, hat man auch gesehen, dass es harte Arbeit bei ihm war, dass er sehr zielstrebig, auch erfolgsorientiert war. Das habe ich dann auch bei der WM 2006, wo er Organisator war, gespürt. Der hat mich zum zweitjüngsten Nationalspieler damals gemacht, mit 18 Jahren nach Uwe Seeler. Und wir sind Weltmeister geworden, Deutscher Meister mit Bayern. Und ich glaube, was ihn ausgezeichnet hat, ist halt die besondere Gabe, zu allen Leuten so zu sein, wie er selbst behandelt werden möchte. Zu allen. Ja, Uli Hoeneß hat mich gekriegt. Also der hat mir richtig aus dem Herzen gesprochen und da kamen die Tränen raus. Ja. Wir haben anfangs gegeneinander gespielt. Da habe ich schon zu ihm aufschauen müssen. Dann haben wir miteinander gespielt, aber auch da habe ich zu ihm aufgesehen. Und dann war er ja mein Trainer. Da blieb mir nichts anderes übrig, als hochzuschauen. Das habe ich aber auch gern gemacht, denn Franz Beckenbauer war eben eine ausgesprochene Führungspersönlichkeit. Heute war ein unglaublich trauriger Anlass, aber trotzdem, es verbindet so viel Schönes oder die Menschen hier verbinden so viel Gutes mit Franz und das ist eigentlich das Schöne daran. Und wir haben ihn alle kennenlernen dürfen und wenn man sieht, wie viele Leute heute hier extra gekommen sind für Franz, das ist sehr schön.